Hallo und herzlich willkommen zu Inside Physics, ich bin Steffen. Ich habe hier ein Rätsel für euch, das ihr vielleicht schon aus unserem Video über 3D-Kinos kennt. Das hier sind zwei ganz normale 3D-Brillen wie im Kino. Wenn man jetzt, sagen wir mal, durch das linke Glas der einen Brille auf die andere guckt, dann ist dort das linke Glas durchsichtig. Das rechte ist aber so rötlich-violett eingefärbt. Das ist seltsam, denn eigentlich würde man erwarten, dass das rechte Glas schwarz ist. Die 3D-Brille hier funktioniert im Grunde genauso wie der Projektor im 3D-Kino. Das heißt, das Licht, das hier durch das rechte Glas durchkommt, ist nur für das rechte Auge bestimmt. Das linke Brillenglas, durch das ihr gerade geguckt habt, sollte dieses Licht daher komplett rausfiltern. Das tut es aber nicht, da kam offensichtlich noch Licht durch, nämlich rotes und violettes. Warum? Eine ausführliche Erklärung von 3D-Kinos findet ihr in unserem Video dazu. Hier wiederholen wir nur kurz, warum man erstmal erwarten würde, dass das Glas schwarz ist. Die Auflösung kommt dann danach, dort könnt ihr auch direkt hinspringen. Also, die Lichtwelle, die von hinten durch das rechte Glas der ersten Brille fliegt, trifft dort auf einen Polarisator, der nur den Schwingungsanteil senkrecht zu seinen Gitterstäben durchlässt. Die jetzt diagonal schwingende Welle läuft dann durch eine sogenannte anisotrope Folie. Diese anisotrope Folie verlangsamt den horizontalen Anteil der Schwingung und sorgt dadurch für einen Versatz zwischen der vertikalen und der horizontalen Schwingung der Gesamtwelle. Raus kommt zirkular polarisiertes, also im Kreis schwingendes Licht. Das fliegt jetzt durch den Raum und trifft auf das linke Glas der zweiten Brille, wo die anisotrope Folie einen weiteren Versatz erzeugt, sodass man wieder diagonal schwingendes Licht hat. Vom Polarisator wird das dann rausgefiltert, weil das Licht hier ursprünglich vom rechten Brillenglas kam, also quasi das rechte Bild kodiert hat und deshalb hier vom linken Brillenglas gestoppt werden sollte. Das bedeutet, schauen wir durch das linke Glas der einen Brille auf das rechte Glas einer anderen Brille, dann sollte kein Licht durchkommen, das Glas also schwarz aussehen. Das tut es aber nicht, denn wie ihr gesehen habt, ist es gefärbt. Wenn ihr selbst noch darüber nachdenken wollt, warum das so ist, könnt ihr das Video anhalten. Ansonsten gibt es jetzt die Erklärung. Also, ein Hinweis auf die Lösung gibt uns die rötlich-violette Farbe des Brillenglases. Das weiße Licht von der Wand hinter mir besteht ja aus verschiedenen Farben und jede Farbe hat seine eigene Wellenlänge. Rotes Licht hat eine besonders große Wellenlänge, violettes Licht hat eine besonders kleine Wellenlänge. In der Mitte des Spektrums liegt irgendwo grün. Irgendein Prozess in den Brillen scheint sehr abhängig von der Wellenlänge zu sein, denn grünes Licht mit seiner mittleren Wellenlänge kommt durch die Brillengläser nicht durch, aber rotes oder violettes Licht, das eine stark abweichende Wellenlänge hat, schon. Also verfolgen wir mal den Weg dieser drei Farben durch die beiden Brillen. Zuerst treffen sie auf den Polarisator. So ein Polarisator ist nicht wirklich abhängig von der Wellenlänge, da kommt also in allen drei Fällen quasi nur die diagonale Schwingung durch. Als nächstes kommt die anisotrope Folie, die zu einem Versatz der vertikalen und horizontalen Schwingungen führt. Jede Folie führt zu einem bestimmten Versatz, festgelegt durch ihre Dicke. Die Folie, die wir hier zeigen, erzeugt einen Versatz von 130 Nanometern. Das ist nämlich genau ein Viertel der Wellenlänge von grünem Licht, sodass das grüne Licht nach diesem Versatz schön im Kreis schwingt. Diesen Versatz von 130 Nanometern erzeugt die Folie für alle Lichtfarben gleich, also auch zum Beispiel für rotes Licht. Rotes Licht hat aber eine größere Wellenlänge als grünes Licht, deshalb sind die 130 Nanometer Versatz jetzt weniger als ein Viertel der Wellenlänge. Somit schwingt das rote Licht hinter der Folie nicht perfekt im Kreis, sondern eher entlang einer Ellipse. Würden wir die Folie etwas dicker machen, sodass sie zu einem Versatz von ca. 170 Nanometern führt, was genau ein Viertel der roten Wellenlänge ist, dann würde das rote Licht nach der Folie im Kreis schwingen. Hier und auch in echten 3D-Brillen ist die Folie aber quasi ein bisschen zu dünn für rotes Licht, sodass es das rote Licht nicht ganz bis zum Kreis schafft und stattdessen entlang einer Ellipse schwingt. Ganz Ähnliches passiert bei violettem Licht, das eine kleine Wellenlänge hat. Die 130 Nanometer Versatz der Folie sind hier mehr als ein Viertel der Wellenlänge. Die Folie ist für violettes Licht quasi zu dick, sodass die Welle die kreisförmige Schwingung überschreitet
und nach der Folie auch entlang einer Ellipse schwingt. Nach der ersten Brille haben wir also grünes Licht, das kreisförmig schwingt, und rotes und violettes Licht, das jeweils elliptisch schwingt. Diese Wellen treffen jetzt auf die anisotrope Folie der zweiten Brille, wo der gleiche Fehler nochmal passiert. Die 130 Nanometer Versatz sind für grünes Licht genau passend, sodass das im Kreis schwingende Licht in diagonal schwingendes Licht umgewandelt wird. Für rotes Licht aber sind die 130 Nanometer wieder zu wenig, sodass es nicht bis zur perfekt diagonalen Schwingung kommt, sondern wieder elliptisch schwingt. Und für violettes Licht ist der Versatz zu viel, sodass es übers Ziel hinausschießt und auch elliptisch schwingt. Und jetzt wird's interessant, denn jetzt kommt der letzte Polarisator. Das grüne Licht wird komplett gestoppt, da es nur parallel zu den Gitterstäben schwingt. Da das rote Licht aber elliptisch schwingt, hat es auch einen Schwingungsanteil senkrecht zu den Gitterstäben. Und der wird durchgelassen. Das gleiche passiert beim violetten Licht, auch das schwingt elliptisch und wird daher zum Teil durchgelassen. Das ist also der Grund, warum das Glas hier nicht schwarz ist, sondern rötlich-violett. Die anisotropen Folien in 3D-Brillen sind auf eine spezifische Wellenlänge getunt. Da wählt man natürlich was in der Mitte des sichtbaren Spektrums wie grün. Bei Wellenlängen, die stark davon abweichen, rot und violett, funktioniert das Prinzip dann aber nicht mehr richtig und sie werden vom letzten Polarisator nicht mehr rausgefiltert. So viel zu der Lösung des Rätsels. Natürlich gibt es wie immer noch kleinere Effekte. Ein ganz interessanter ist, dass die Wirkung von Polarisatoren und Folien auch davon abhängt, aus welcher Richtung das Licht kommt. Bei der Folie zum Beispiel hängt ja der Versatz von der Dicke ab. Das heißt, welche Strecke das Licht in der Folie zurücklegt. Wenn das Licht jetzt aber schräg durch die Folie läuft und nicht gerade, dann legt es auch eine längere Strecke zurück. Dadurch ändert sich der Versatz und andere Farben können entstehen. Das war's mal wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann lasst uns davon gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank an Bene, Daniela, Jakob, Steffen und Tobias, die mich bei Inside Physics unterstützen. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt neugierig. Tschüss.